Lektion 1. Hydratationspause. Hey Anna, ich habe den ganzen Morgen hart gearbeitet und ich denke, es ist Zeit für eine kleine Hydratationspause. Was hältst du davon, dass wir uns beide ein erfrischendes Glas Wasser holen? Das ist eine fantastische Idee, John. Es ist so wichtig, hydratisiert zu bleiben, besonders wenn Sie lange Stunden verbringen. Ich könnte auf jeden Fall selbst eine Wasserpause gebrauchen. Absolut. Es ist leicht, sich in unsere Arbeit zu verwickeln und zu vergessen, sich um das Wesentliche zu kümmern, wie zum Beispiel sicherzustellen, dass wir genug Wasser trinken. Du hast so recht. Die richtige Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Energieniveaus und der mentalen Konzentration den ganzen Tag über. Definitiv. Ich finde, wenn ich mich bewusst bemühe, regelmäßig Wasser zu trinken, bin ich viel produktiver und wacher. Das Gleiche hier. Selbst eine kurze Wasserpause kann einen großen Unterschied darin machen, wie ich mich fühle. Es ist wie ein kleiner Reset für Körper und Geist. Genau. Es ist erstaunlich, welche Wirkung etwas so Einfaches wie eine Flüssigkeitszufuhr haben kann. In Ordnung. Gehen wir in die Küche und gießen uns ein schönes kaltes Glas ein? Absolut, machen wir es. Ich werde mit dir dort Rennen fahren. Wer zuerst zum Wasserspender kommt, gewinnt. Haha, du bist dran. Rennt in Richtung Küche he, nicht fair, du hast einen Vorsprung. Absolut. Kleine Trinkpausen wie diese werden so unterschätzt. Es ist wie ein Mini-Reset zum Aufladen und Neufokussieren. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, ich fühle mich voller Energie und bin bereit, den Rest des Tages in Angriff zu nehmen. Zurück an die Arbeit. Ja, machen wir es. Danke für die Erinnerung an die Wasserpause, John. Ich bin direkt hinter dir, hydratisiert und motiviert. Jederzeit, Anna. Hydratisiert zu bleiben ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung unserer Produktivität. In Ordnung, lass uns das machen. Lektion 2. Bewahren Sie Ihren Reisepass auf Reisen sicher auf. Hallo Anna, ich mache mir ein bisschen Sorgen, meinen Reisepass während meiner bevorstehenden Reise sicher aufzubewahren. Hast du irgendwelche Tipps, um sicherzustellen, dass er sicher bleibt? Absolut. Dazu kann ich auf jeden Fall einige Ratschläge geben. Der Schutz Ihres Reisepasses ist auf Reisen so wichtig. Toll, das würde ich wirklich schätzen. Ich bin etwas nervös, es möglicherweise zu verlieren oder gestohlen zu werden. Ich verstehe die Sorge. Der Verlust Ihres Reisepasses kann so lästig sein und Ihre Reisepläne wirklich stören. Definitiv. Was ist der beste Weg, um es während der gesamten Reise sicher und geschützt aufzubewahren? Nun, eines der wichtigsten Dinge ist, es in einer speziellen Reisetasche oder einem speziellen Reisebeutel aufzubewahren, den Sie eng am Körper tragen können. Ah ja, das macht sehr viel Sinn. So liegt es nicht einfach locker in meiner Tasche oder Hosentasche. Genau. Eine Reisetasche oder ein Brustbeutel verhindern, dass sie verloren geht oder ohne Ihr Wissen mitgenommen wird. Das ist ein toller Tipp. Und gibt es noch andere Vorsichtsmaßnahmen, die ich treffen sollte? Ja, versuchen Sie zu vermeiden, dass Sie Ihren Reisepass unnötig herausnehmen. Nehmen Sie ihn nur heraus, wenn dies unbedingt erforderlich ist, zum Beispiel an Grenzübergängen. Ich hab's, das macht Sinn. Ich will nicht damit herumfuchteln und die Aufmerksamkeit darauf lenken. Exakt. Und wenn Sie es präsentieren müssen, seien Sie diskret und behalten Sie es im Auge. Guter Punkt. Ich werde diesbezüglich besonders wachsam sein.
Sollte ich sonst noch etwas beachten? Mal sehen. Oh, stellen Sie sicher, dass Sie Kopien der wichtigen Seiten machen, nur für den Fall. Das kann wirklich helfen, wenn es verloren geht oder gestohlen wird. Ah ja, die Kopien sind ein großartiges Backup. Das werde ich auf jeden Fall tun, bevor ich gehe. Wunderbar. Und bewahren Sie die Kopien getrennt vom tatsächlichen Reisepass auf, nur um sicher zu gehen. Clever, ich verstaue sie in einem anderen Teil meines Gepäcks. Das sind alles wirklich hilfreiche Ratschläge, Anna. Ich freue mich sehr, dass ich einige nützliche Tipps geben konnte. Der Schutz Ihres Reisepasses ist auf Reisen einfach so wichtig. Absolut. Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet und selbstbewusster, was die Sicherheit angeht. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich durch das zu führen. Natürlich freue ich mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Ihren Geist zu beruhigen. Denken Sie daran, dass eine kleine proaktive Planung viel dazu beitragen kann, Reisepassprobleme zu vermeiden. Du hast so recht. In Ordnung, ich fühle mich jetzt gut dabei. Zeit, das Reiseportemonnaie zu bestellen. Hervorragend! Ich bin sicher, Sie werden eine wundervolle, sorgenfreie Reise haben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Reisetipps benötigen. Werde ich machen. Danke nochmal, Anna. In Ordnung, zurück zur Reiseplanung. Ich gehe. Lektion 3. Angesichts der Kapitulation in Yorktown. Guten Morgen, Anna. Ich habe über die berühmte Schlacht von Yorktown während der amerikanischen Revolution gelesen. Wussten Sie, dass sich die Briten dort ergeben haben? Wirklich. Ich glaube nicht, dass mir die vollständigen Einzelheiten der britischen Kapitulation in Yorktown bewusst waren. Könnten Sie mir mehr darüber erzählen? Absolut. Offenbar sah sich der britische Kommandeur General Cornwallis einer riesigen amerikanischen und französischen Streitmacht gegenüber, und er erkannte, dass sie keine andere Wahl hatten, als sich zu ergeben. Wow, die Briten waren also zahlenmäßig unterlegen und unterlegen? Ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr schwierige Entscheidung für Cornwallis gewesen sein muss. Ja, absolut. Den Berichten zufolge versuchte er, das Unvermeidliche so lange wie möglich hinauszuzögern, aber die amerikanischen und französischen Truppen hatten sie vollständig umzingelt. Ich verstehe. Cornwallis stand also quasi mit dem Rücken zur Wand und hatte keinen gangbaren Weg zum Sieg. Kapitulation muss zu diesem Zeitpunkt seine einzige Option gewesen sein. Genau. Schließlich schickte er einen seiner Offiziere, einen Mann namens Bozler, um sich mit dem amerikanischen Kommandeur zu treffen und sich offiziell zu ergeben. Ah, ich verstehe. Also war Bozler derjenige, der amerikanischen Seite die Nachricht von der britischen Kapitulation überbrachte. Das muss ein angespannter und historischer Moment gewesen sein. Definitiv. Der amerikanische Kommandeur George Washington akzeptierte die Kapitulation und beendete damit effektiv die großen Kämpfe des Unabhängigkeitskrieges. Wow, das ist einfach unglaublich. Die Schlacht von Yorktown muss damals ein großer Wendepunkt bei der Sicherung der amerikanischen Unabhängigkeit gewesen sein. Absolut. Es war ein massiver strategischer und moralischer Sieg für die Amerikaner und ihre französischen Verbündeten. Die Briten waren zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen besiegt. Das ist faszinierend. Ich kann mir die Bandbreite der Emotionen auf beiden Seiten nur vorstellen, den amerikanischen Triumph und die britische Demütigung, kapitulieren zu müssen. Ja, es war zweifellos ein bittersüßer Moment. Aber es ebnete den Amerikanern den Weg, sich letztendlich in ihrem Unabhängigkeitskampf durchzusetzen.
Richtig, es war ein entscheidender Schritt in diesem langen, hart umkämpften Kampf. Was für ein unglaublicher historischer Moment, um etwas darüber zu erfahren. Definitiv. Es ist immer interessant, in die Details dieser entscheidenden Schlachten und Wendepunkte in der Geschichte einzutauchen. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn man Ereignisse wie die Kapitulation von Yorktown studiert, bekommt man wirklich ein tieferes Verständnis für die Opfer und Kämpfe der Vergangenheit. Absolut. In Ordnung. Ich fühle mich inspiriert, mehr über dieses Kapitel der amerikanischen Revolution zu recherchieren. Danke für das spannende Gespräch, Anna. Natürlich, John. Ich freue mich immer, über faszinierende historische Ereignisse wie diese zu sprechen. Ich freue mich darauf, mehr über Ihr weiteres Studium zu erfahren. Wunderbar. Ich werde auf jeden Fall alle anderen interessanten Erkenntnisse teilen, die ich entdecke. In Ordnung. Zurück zu den Büchern für mich. Bis bald. Lektion 4. Ein überschaubares DY-Projekt in Angriff nehmen. Hey Anna, ich denke darüber nach, dieses Wochenende ein kleines DY-Projekt rund ums Haus in Angriff zu nehmen. Was denkst du, irgendwelche Ratschläge? Das ist großartig, John. DY-Projekte können so lohnend sein. Welche Art von Aufgabe hattest du im Sinn? Nun, ich habe darüber nachgedacht, ein altes Möbelstück, wie eine Kommode oder so, zu reparieren. Klingt das machbar? Absolut. Das ist ein perfektes anfängerfreundliches Projekt. Die Renovierung von Möbeln ist ein wirklich befriedigendes Heimwerken, das es zu bewältigen gilt. Fantastisch, gut zu wissen. Ich will sicher gehen, dass es nicht zu überwältigend wird, weißt du? Auf jeden Fall solltest du mit etwas beginnen, das als moderat eingestuft wird. Auf diese Weise können Sie es in einem angemessenen Zeitrahmen abschließen. Genau, ich will nicht mehr abbeißen, als ich kauen kann. Ein paar Stunden Arbeit sind ungefähr das, was ich anstrebe. Das klingt genau richtig. Das Nacharbeiten einer Kommode oder eines ähnlichen Möbelstücks sollte in diesem Zeitraum durchaus machbar sein. Toll, das ist eine Erleichterung zu hören. Und was sind einige der wichtigsten Schritte bei einem Projekt zur Möbelreparatur? Nun, die Hauptsache ist, die alte Oberfläche abzuziehen, sie abzuschleifen und dann eine neue Beize oder Farbe aufzutragen. Okay, das macht Sinn. Ist das Abziehen und Schleifen in der Regel das zeitaufwendigste Teil? Ja, normalerweise können die Vorarbeiten zum Entfernen der alten Oberfläche und zum Glätten der Oberfläche am längsten dauern. Aber mit den richtigen Werkzeugen ist es sehr überschaubar. Gut zu wissen. Ich werde sicherstellen, dass ich alle notwendigen Vorräte und Geräte im Voraus vorbereitet habe. Auf jeden Fall wird diese Vorbereitung entscheidend sein. Und vergessen Sie nicht die Schutzausrüstung wie Handschuhe und eine Maske für das Schleifen. Ah ja, gutes Argument. Sicherheit geht vor. In Ordnung, das ist alles super hilfreich, Anna. Ich bin sehr zuversichtlich, dieses Projekt jetzt in Angriff zu nehmen. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Hinweise geben konnte. Gehen Sie einfach Schritt für Schritt vor und scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten, wenn Sie sie benötigen. Absolut, das ist ein toller Tipp. Vielleicht muss ich dich irgendwann einbinden, um unter die Arme zu greifen. Haha, du hast es. Ich helfe immer gerne bei einem DY-Abenteuer. Lass mich wissen, wie es läuft, ich setze auf dich. Werde ich machen, vielen Dank. In Ordnung, Zeit,
mit der Planung dieses Projekts zur Möbelreparatur zu beginnen. Klingt gut, John. Viel Spaß beim Prozess und ich kann es kaum erwarten, das fertige Produkt zu sehen. Ich auch nicht, das wird lustig. In Ordnung, zurück zum Zeichenbrett. Bis später. Lektion 5. Planung der perfekten Urlaubsroute. Hallo Anna, ich könnte deine Hilfe bei der Planung der Reiseroute für meine bevorstehende Reise gebrauchen. Irgendwelche Tipps, wie ich sicher gehen kann, dass ich alle Orte besuche, die man gesehen haben muss? Absolut, ich helfe gerne mit. Wo genau willst du in diesem Urlaub hin? Ich denke darüber nach, eine neue Stadt zu besuchen, in der ich noch nie zuvor war. Ich möchte das Beste aus meiner Zeit dort machen. Wunderbar, die Recherche der wichtigsten Touristenattraktionen an diesem Reiseziel ist der Schlüssel zur Erstellung einer ansprechenden Reiseroute. Das ist eine tolle Idee. Was ist der beste Weg, um die beliebtesten und interessantesten Sehenswürdigkeiten zu finden? Nun, ich würde damit beginnen, online zu recherchieren. Schauen Sie sich Listen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt sowie aller renommierten Museen, Sehenswürdigkeiten oder historischen Städten an. Okay, das macht Sinn. Irgendwelche anderen Tipps für die Zusammenstellung einer abgerundeten Reiseroute? Versuchen Sie auf jeden Fall, eine Vielzahl von Aktivitäten zu kombinieren, kulturelle, natürliche, kulinarische und so weiter. Auf diese Weise erhalten Sie ein abgerundetes Erlebnis. Guter Punkt. Ich möchte nicht, dass es zu stark auf eine Art von Attraktion ausgerichtet ist. Genau. Und achten Sie darauf, im Zeitplan auch etwas Freiraum für spontane Erkundungen oder Ausfallzeiten zu lassen. Das ist ein toller Tipp. Ich möchte die Reiseroute nicht überladen und mich am Ende überstürzt fühlen. Absolut. Bauen Sie etwas Flexibilität ein, damit Sie jedes Erlebnis wirklich genießen können, ohne sich unter Zeitdruck zu fühlen. Das ist wirklich klug. Gibt es noch andere Dinge, die ich bei der Zusammenstellung dieser Reiseroute beachten muss? Lass mich nachdenken. Oh, und vergiss nicht, dich über besondere Ereignisse oder Festivals zu informieren, die während deiner Verabredungen stattfinden. Ah ja, das ist ein fantastischer Punkt. Wenn sie sich mit lokalen Ereignissen verbinden, könnte dies die Reise noch unvergesslicher machen. Definitiv. Es verleiht dem Besuch eine zusätzliche Ebene von Authentizität und Spannung. Ich liebe diese Idee. In Ordnung, das sind alles super hilfreiche Ratschläge, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser gerüstet, um eine tolle Reiseroute zu planen. Wunderbar, ich freue mich sehr, dass ich nützliche Tipps geben konnte. Lassen Sie mich einfach wissen, ob Sie weitere Tipps benötigen, wenn Sie die Details finalisieren. Werde ich machen, vielen Dank. In Ordnung, Zeit für mich, in die Recherche einzutauchen und diese Reise zu planen. Klingt toll, John. Ich kann es kaum erwarten, alles über die unglaublichen Erlebnisse zu erfahren, die Sie in Ihrem Urlaub erleben werden. Ich auch nicht, ich freue mich wirklich darauf. In Ordnung, zurück zum Planungsprozess. Bis bald. Lektion 6. Entdecken Sie verborgene Juwelen. Hallo Anna, während ich meine Reiseroute fertigstelle, hoffe ich, einige versteckte Juwelen in der Stadt zu entdecken. Irgendwelche Tipps, um diese Orte abseits der Touristenpfade zu finden? Absolut. Das ist genau die Art von Dingen, mit denen ich dir helfen kann. Diese versteckten Juwelen zu entdecken ist der Schlüssel zu einer authentischen, immersiven Reise.
Toll, das würde ich wirklich schätzen. Ich möchte über die üblichen Touristenattraktionen hinausgehen und noch mehr einzigartige Erlebnisse entdecken. Definitiv. Nun, ein guter Anfang ist es, in lokalen Blogs, Reiseforen und sogar in den sozialen Medien nach Insider-Tipps zu suchen. Ah ja, das macht absolut Sinn. Die Einheimischen kennen alle geheimen Orte, die Touristen oft verpassen. Genau. Sie können sie auf skurrile Cafés in der Nachbarschaft, weniger bekannte Museen oder exzentrische kulturelle Veranstaltungen hinweisen. Das ist eine fantastische Idee. Ich muss ein bisschen nachforschen, um solche hyperlokalen Empfehlungen zu finden. Absolut. Und scheuen Sie sich nicht, auch die wichtigsten Touristengebiete zu verlassen. Die interessantesten Entdeckungen finden oft in den ruhigeren Wohngegenden statt. Guter Punkt. Ich möchte wirklich in den wahren Charakter und die Kultur der Stadt eintauchen. Definitiv. Und während Sie auf Entdeckungsreise sind, scheuen Sie sich nicht, auch Einheimische nach ihren persönlichen Empfehlungen zu fragen. Das ist ein toller Tipp. Die Leute, die dort leben, werden all die versteckten Juwelen kennen, die selbst den Blogs entgehen könnten. Exakt. Schon das Führen ungezwungener Gespräche kann Sie zu wirklich einzigartigen, besonderen Erlebnissen führen. Ich liebe diesen Ansatz. In Ordnung, das sind alles sehr hilfreiche Ratschläge. Ich fühle mich inspiriert, tief in die Entdeckung dieser versteckten Juwelen einzutauchen. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass ich nützliche Hinweise geben konnte. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie besonders tolle Orte abseits der Touristenpfade entdecken. Absolut, du wirst der Erste sein, der es erfährt. Das wird meine Reise so viel unvergesslicher und authentischer machen. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Diese versteckten Juwelen zu entdecken ist ein so lohnender Teil des Reisens. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu erfahren. Ich auch nicht, ich freue mich sehr darüber. In Ordnung, Zeit für mich, das Internet zu durchsuchen und mit Einheimischen zu sprechen. Klingt gut, John. Frohes Jagen. Ich weiß, dass Sie einige wirklich besondere Erlebnisse entdecken werden. Ich hoffe es. In Ordnung, zurück zur Recherche. Nochmals vielen Dank für all deine Hilfe, Anna. Lektion 7. Den perfekten Wochenendausflug planen. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, bald einen Wochenendtrip zu machen. Hast du irgendwelche Vorschläge für ein tolles Reiseziel? Oh, ein Wochenendausflug klingt herrlich. Wo wolltest du hingehen? Ich gebe Ihnen gerne einige Empfehlungen. Das ist es einfach, ich bin offen für Ideen. Ich würde gerne einen Ort in der Nähe finden, an dem es viele lustige Dinge zu tun gibt. Okay. Nun, was für eine Atmosphäre willst du? Eine entspannte, naturnahe Reise oder etwas Urbaneres und Weltoffeneres? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dieses Mal tendiere ich eher zu einem erholsamen, von der Natur inspirierten Kurzurlaub. Perfekt. Dann habe ich genau den richtigen Ort im Kopf. Warst du schon einmal auf dem Land, etwa eine Stunde außerhalb der Stadt? Nein, habe ich eigentlich nicht. Wie ist es da draußen? Es ist absolut wunderschön. Sanfte Hügel, malerische kleine Städte und jede Menge Freizeitmöglichkeiten im Freien. Oh, das klingt wirklich ansprechend.
Welche Aktivitäten gibt es in dieser Gegend? Nun, es gibt mehrere wunderschöne State Parks mit Wanderwegen, malerischen Aussichtspunkten und sogar einigen Wasserfällen. Wasserfälle? Das klingt unglaublich. Ich würde gerne wandern und die Naturlandschaft genießen. Absolut. Das Wandern ist fantastisch. Und in den kleinen Städten gibt es auch viele charmante, in lokalem Besitz befindliche Geschäfte und Restaurants, die es zu erkunden gilt. Das ist perfekt. Ich liebe es, solche einzigartigen, lokalen Juwelen auf einem Wochenendtrip zu entdecken. Definitiv. Und die Unterkünfte da draußen reichen von gemütlichen B und BS bis hin zu modernen Glamping-Unterkünften. Sie haben also die Qual der Wahl. Glamping, hm? Das könnte ein wirklich lustiges, einzigartiges Erlebnis sein. Ich bin fasziniert. Ich glaube, du würdest es lieben. Es bringt sie raus in die Natur, aber mit ein bisschen mehr Komfort als beim traditionellen Camping. Ja, das klingt genau nach meinem Geschmack. Okay, du hast definitiv mein Interesse an diesem Kurzurlaub auf dem Land geweckt. Wunderbar. Ich schicke Ihnen gerne einige genauere Empfehlungen, wohin Sie gehen sollten und was zu tun ist, wenn Sie sich entscheiden, mit der Planung fortzufahren. Das wäre unglaublich, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, das mit mir zu besprechen. Natürlich helfe ich immer gerne bei der Planung eines fabelhaften Wochenendtrips. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie weitere Vorschläge benötigen, während Sie die Details konkretisieren. Werde ich machen. Vielen Dank. In Ordnung. Zeit für mich, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich diesen Kurzurlaub auf dem Land buchen kann. Klingt gut, John. Ich hoffe, Sie haben einen absolut wunderbaren und erholsamen Wochenendausflug. Ich auch. Ich freue mich sehr darauf. In Ordnung. Zurück zum Planungsprozess. Bis bald. Lektion 8. Arbeitliche Herausforderungen mit einem Freund teilen. Guten Morgen, Anna. Heute Morgen kam ich tatsächlich zu spät zur Arbeit. Hattest du heute auch Probleme, pünktlich reinzukommen? Oh, ich verstehe, das macht keinen Spaß. Um wie viel Uhr bist du ins Büro gegangen, wenn ich fragen darf? Nun, ich wollte um 8 Uhr dort sein, aber ich bin erst gegen 8:15 Uhr aus der Tür gegangen. Der Verkehr war auch ein Albtraum. Huch, das muss ein stressiger Arbeitsweg gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht ideal war, etwas spät im Büro anzukommen. Definitiv nicht. Mein Chef ist normalerweise ziemlich verständnisvoll, aber ich hasse es trotzdem, zu spät zu kommen, weißt du? Absolut. Ich verstehe dieses Gefühl vollkommen. Pünktlichkeit ist so wichtig, besonders in einem professionellen Umfeld. Genau. Zum Glück hatte mein Chef heute gute Laune und hat es mir nicht allzu schwer gemacht. Nun, das ist zumindest gut zu hören. Es ist immer eine Erleichterung, wenn Ihr Manager bereit ist, in solchen Situationen etwas nachsichtig mit Ihnen umzugehen. Ganz gewiss. Ich versuche nur sicherzustellen, dass es sich nicht um ein wiederkehrendes Problem handelt, weißt du? Ich will dieses Verständnis nicht missbrauchen. Definitiv nicht. Es ist so wichtig, sich einen Ruf für Zuverlässigkeit und Sorgfalt aufzubauen, besonders zu Beginn eines Jobs. Absolut. Meine Arbeit macht mir wirklich Spaß. Das Letzte, was ich will, ist, dass mein Chef denkt, ich nehme sie nicht ernst.
Das kann ich mir vorstellen. Es geht darum, das empfindliche Gleichgewicht zwischen einem produktiven, zuverlässigen Mitarbeiter und einem verständnisvollen Manager aufrechtzuerhalten. Genau. Zum Glück haben mein Chef und ich eine ziemlich gute Arbeitsbeziehung. Aber ich möchte das trotzdem nie zu viel testen. Es ist toll, dass Sie bereits dieses positive Verhältnis haben. Das macht den Umgang mit kleineren Schluckauf wie der Verspätung von heute Morgen viel einfacher. Definitiv. In dieser Hinsicht fühle ich mich wirklich glücklich. In Ordnung, genug von meinem Arbeitsdrama. Wie ist dein Tag bisher verlaufen? Oh, du weißt schon, einfach der übliche Montagstrubel. Nichts allzu Ungewöhnliches auf meiner Seite. Nun, das ist gut zu hören. Montags könne manchmal etwas anstrengend sein, aber es hört sich an, als ob du den Überblick behältst. In den meisten Fällen ja. Allerdings ist heute Morgen ein kleines technisches Problem aufgetaucht, das mich etwas gebremst hat. Uff, das können die schlimmsten sein. Ich hasse es, wenn unerwartete kleine Hindernisse den Arbeitstag durcheinander bringen. Absolut. Aber zum Glück hat mein IT-Team das Problem schnell gelöst, sodass ich bald wieder auf dem richtigen Weg war. Nun, das ist zumindest gut. Ein reaktionsschnelles Unterstützungssystem ist so wichtig, insbesondere bei solchen Arten von Schluckauf. Stimme voll und ganz zu. In Ordnung, ich sollte wahrscheinlich darauf zurückkommen. Lass es mich wissen, wenn du noch etwas brauchst, John. Werde ich machen, danke Anna. Genieß den Rest deines Tages und versuche nicht zu hart zu arbeiten. Haha, ich werde mein Bestes geben. Hab Acht und versuche, weitere verkehrsbedingte Verzögerungen zu vermeiden. Du hast es. In Ordnung, zurück zur Arbeit für mich. Chatte bald mit dir. Lektion 9. Navigieren im Jobsuchprozess. In Ordnung, ich fange jetzt an, nach offenen Stellen zu suchen. Haben Sie weitere Tipps für einen reibungslosen Ablauf bei der Jobsuche? Absolut. Ich würde mich freuen, Ihnen noch ein paar Ratschläge zu geben. Wonach genau suchen Sie in Ihrer nächsten Rolle? Nun, ich hoffe, im Marketingbereich etwas zu finden, das es mir ermöglicht, meine kreativen Fähigkeiten einzusetzen. Okay, ich hab's. In diesem Fall würde ich empfehlen, Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben auf jede spezifische Bewerbung zuzuschneiden. Gute Entscheidung. Ich möchte sicherstellen, dass ich die relevanten Erfahrungen und Qualifikationen für jede Position hervorhebe. Genau. Die Anpassung Ihrer Materialien zeigt dem Arbeitgeber, dass Sie ein durchdachter, engagierter Kandidat sind. Macht Sinn. Und wie sieht es mit dem eigentlichen Bewerbungsprozess aus? Gibt es da irgendwelche Tipps? Seien Sie auf jeden Fall gewissenhaft dabei, alle erforderlichen Schritte zu befolgen. Überspringen Sie keine Teile der Anwendung. Auf jeden Fall möchte ich nicht riskieren, übersehen zu werden, weil ich in der Einreichung etwas übersehen habe. Absolut. Und versuchen Sie, Ihre Materialien so schnell wie möglich einzureichen, nachdem eine Stelle ausgeschrieben wurde. Oft fängt der Frühaufsteher den Wurm. Guter Punkt. Ich muss den Überblick über neue Angebote behalten und schnell antworten. Haben Sie weitere Tipps zur Bewerbungsphase? Lass mich nachdenken. Oh, und informieren Sie sich vor Ihrem Vorstellungsgespräch gründlich über das Unternehmen. Das ist ein toller Vorschlag. Ich möchte das Gefühl haben, über die Organisation und die Rolle Bescheid zu wissen.
Genau. Es zeigt, dass Sie wirklich interessiert sind und an der Gelegenheit interessiert sind. Ganz gewiss. Und wie sieht es mit dem eigentlichen Interviewprozess aus? Gibt es da irgendwelche Tipps? Üben Sie auf jeden Fall, häufig gestellte Interviewfragen im Voraus zu beantworten. Das wird Ihnen helfen, sich sicherer zu fühlen. Gute Entscheidung. Ich möchte sicherstellen, dass ich in meinen Antworten artikuliert und durchdacht bin. Absolut. Und vergessen Sie nicht, einige aufschlussreiche Fragen vorzubereiten, die Sie auch dem Interviewer stellen können. Das ist ein wirklich kluger Tipp. Ich möchte mein Engagement und meine Neugier auf die Rolle unter Beweis stellen. Exakt. Es geht darum zu zeigen, dass Sie ein begeisterter, gut vorbereiteter Kandidat sind. Ich liebe es. In Ordnung. Das sind alles super hilfreiche Ratschläge, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser gerüstet, um mich bei der Jobsuche zurechtzufinden. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass ich nützliche Tipps geben konnte. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn unterwegs weitere Fragen auftauchen. Werde ich machen. Vielen Dank. In Ordnung, an der Zeit, dass ich anfange, diese Stellenangebote zu durchsuchen. Klingt gut, John. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer Jobsuche. Ich weiß es zu schätzen. Ich freue mich sehr, diesen Prozess in Gang zu bringen. In Ordnung, zurück an die Arbeit. Lektion 10. Die freie Natur erkunden. Hey Anna, der Wanderweg, den du empfohlen hast, klingt perfekt. Welche anderen Outdoor-Aktivitäten könnte ich in dieser Gegend ausprobieren? Nun, das Tolle an diesem Park ist die Vielfalt der Optionen. Da die Wanderwege so gut gepflegt sind, könnten Sie auf jeden Fall auch Mountainbiken. Oh, Mountainbiken, das ist eine tolle Idee. Ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr mit dem Fahrrad gefahren, aber es wäre eine unterhaltsame Art, mehr Gebiete zurückzulegen. Absolut. Es ist eine fantastische Möglichkeit, die malerischen Routen zu erkunden. Und wenn Sie sich abenteuerlustig fühlen, gibt es dort auch einige hervorragende Kletterplätze. Klettern, Das macht es noch besser. Ich habe nicht viel Erfahrung damit, aber es könnte eine coole neue Herausforderung sein. Es ist definitiv etwas intensiver, aber die Instruktoren dort sind super hilfreich, um Anfängern einen sicheren Einstieg zu ermöglichen. Du würdest einige beeindruckende Klippen erklimmen. Das klingt berauschend. Was ist mit Wasseraktivitäten? Gibt es in der Nähe Seen oder Flüsse zum Paddeln? Oh ja, nur eine kurze Autofahrt vom Ausgangspunkt entfernt befindet sich ein wunderschöner See. Sie könnten ein Kajak oder Kanu mieten und aufs Wasser gehen. Das klingt toll. Ich liebe es, auf dem Wasser zu sein. Eine friedliche Kajakfahrt wäre der perfekte Weg, um sich zu entspannen. Auf jeden Fall ist es so heiter und beruhigend. Außerdem können Sie vielleicht sogar einige coole Wildtiere beobachten, wenn Sie die Augen offen halten. Oh, das ist ein zusätzlicher Bonus. Dann muss ich meine Kamera mitbringen. Was ist mit anderen einzigartigen Erlebnissen in der Gegend? Nun, in der Nähe gibt es ein großartiges Rehabilitationszentrum für Wildtiere, das Führungen anbietet. Sie können alle Arten von geretteten Tieren hautnah erleben. Wow, das klingt faszinierend. Ich würde gerne mehr über die lokale Tierwelt erfahren und wie sie gepflegt wird. Es ist eine wirklich coole pädagogische Erfahrung. Und Sie haben sogar einen Streichelzoo, in dem Sie mit einigen der freundlicheren Tiere interagieren können.
Ein Streichelzoo, hm? Das könnte eine lustige Aktivität sein, wenn ich die Nichten und Neffen mit auf die Reise nehme. Absolut. Die Kinder würden Spaß daran haben. In diesem Park gibt es viele praktische Lernmöglichkeiten. Umso mehr freue ich mich darauf, dieses Outdoor-Abenteuer zu planen. So viele coole Dinge zum Erkunden. Ich freue mich so, das zu hören. Mit all diesen Möglichkeiten werden Sie bestimmt eine tolle Auszeit in der Natur haben. Ich kann es kaum erwarten. Okay, Zeit für mich, mit der Planung der Reiseroute zu beginnen. Danke für all die tollen Empfehlungen, Anna. Natürlich helfe ich gerne weiter. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen, während Sie die Pläne fertigstellen. Werde ich tun, ich weiß es zu schätzen. Wir sehen uns später. Lektion 11. Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit versucht, mehr Obst und Gemüse in meine Ernährung aufzunehmen. Irgendwelche Tipps, wie man diesen Übergang ein wenig einfacher machen kann? Gute Entscheidung, John. Die Steigerung Ihres Obst- und Gemüsekonsums ist ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Definitiv. Ich weiß, dass ich mehr von diesen nahrhaften Lebensmitteln zu mir nehmen muss, aber manchmal kann es schwierig sein, die Umstellung vorzunehmen. Ich höre dich. Nun, eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, ist klein anzufangen und schrittweise Änderungen vorzunehmen. Das macht Sinn. Der Versuch, meine gesamte Ernährung auf einmal zu überarbeiten, könnte etwas überwältigend sein. Genau. Vielleicht fangen Sie damit an, Ihre Nachmittagssnack gegen etwas wie Apfel- oder Karottenstäbchen einzutauschen. Oh, das ist eine tolle Idee. Kleine Änderungen wie diese können sich im Laufe der Zeit summieren, ohne dass sie sich zu drastisch anfühlen. Absolut. Und versuchen Sie Wege zu finden, mehr Gemüse in Mahlzeiten zu stecken, die Sie bereits genießen. Wie Spinat oder Grünkohl in einen Frühstückssmoothie zu mischen. Das ist ein guter Tipp. Genau. Oder werfen Sie einfach etwas mehr Brokkoli oder Paprika in Ihr Lieblingsnudelgericht. Das klingt köstlich. Mir gefällt die Idee, es zu einer nahtlosen Integration zu machen, anstatt es komplett zu überarbeiten. Exakt. Und vergessen Sie nicht, auch den ganzen Tag über hydratisiert zu bleiben. Das ist so wichtig für die allgemeine Gesundheit. Guter Punkt. Ich muss definitiv besser darin sein, ständig an Wasser zu nippen. Definitiv. Nehmen Sie eine wiederverwendbare Flasche mit und versuchen Sie, sie regelmäßig nachzufüllen. Es ist eine tolle Angewohnheit, sich das anzueignen. In Ordnung, das sind alles wirklich hilfreiche Ratschläge, Anna. Ich fühle mich inspiriert, einige gesündere Veränderungen vorzunehmen. Wunderbar, ich freue mich sehr, dass ich ein paar nützliche Tipps geben konnte. Machen Sie es einfach einen Schritt nach dem anderen und Sie werden sich in kürzester Zeit großartig fühlen. Ganz gewiss. Langsamer und stetiger Fortschritt ist der richtige Weg, wenn es um Änderungen des Lebensstils geht. Absolut. Und denken Sie daran, es geht darum, nachhaltige Veränderungen zu finden, die Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen. Toller Punkt. Ich möchte mich nicht auf ein Scheitern einstellen, indem ich versuche, zu viel auf einmal zu tun. Genau. Fortschritt statt Perfektion, das ist der Schlüssel. Du schaffst das, John. Ich weiß die Ermutigung zu schätzen, Anna. In Ordnung. Zeit für mich,
diese gesunden Gewohnheiten in die Praxis umzusetzen. Hört sich gut an. Ich wünsche dir viel Glück. Genieße die Reise zu einem gesünderen Ich. Danke, ich freue mich sehr darauf. In Ordnung, zurück dazu. Chatte bald mit dir. Lektion 12. Die Kunst der effektiven Kommunikation. Hallo Anna, ich wollte deine Meinung zur Bedeutung effektiver Kommunikationsfähigkeiten erfahren. Ich denke, sie sind unerlässlich für den Erfolg, nicht wahr? Absolut. Ich stimme voll und ganz zu. Die Entwicklung starker Kommunikationsfähigkeiten ist sowohl persönlich als auch beruflich von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Es hilft uns, unsere Ideen klar auszudrücken, stärkere Beziehungen aufzubauen und alle möglichen Situationen effektiver zu bewältigen. Genau. Effektive Kommunikation ist die Grundlage für so viele Aspekte unseres Lebens und unserer Interaktionen. Genau. Und ich finde, dass es ein Bereich ist, mit dem viele Menschen wirklich zu kämpfen haben, auch wenn sie es nicht merken. Das ist ein gutes Argument. Kommunikation ist etwas, das wir oft für selbstverständlich halten, aber sie erfordert bewusstes Üben und Verfeinern. Definitiv. Selbst kleine Dinge wie aktives Zuhören und Körpersprache können einen großen Unterschied machen. Absolut. Bei der Kommunikation präsent und engagiert zu sein, anstatt nur darauf zu warten, dass sie an der Reihe sind, zu sprechen, ist so wichtig. Stimme voll und ganz zu. Und es ist auch wichtig, sich der nonverbalen Hinweise bewusst zu sein, die sie senden. Ganz gewiss. Dinge wie Augenkontakt, eine offene Körperhaltung und selbstbewusstes Sprechen können Ihre Kommunikation wirklich verbessern. Genau. Und die Fähigkeit, ihren Kommunikationsstil an verschiedene Kontexte anzupassen, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Um effektiv mit Kollegen, Kunden, Freunden und der Familie kommunizieren zu können, sind einige Nuancen erforderlich. Exakt. Du musst lernen, ein bisschen wie ein Chamäleon zu sein, wenn es darum geht, wie du dich ausdrückst. Absolut. Und vergessen Sie auch nicht, wie wichtig klare, präzise Schreibfähigkeiten sind. Das ist ein großer Teil der Kommunikation. Guter Punkt. Das Verfassen gut geschriebener E-Mails, Berichte und Präsentationen ist genauso wichtig wie mündliche Kommunikation. Definitiv. Es geht darum, Ihre Botschaft auf eine Weise zu vermitteln, die leicht verständlich und wirkungsvoll ist. Genau. In Ordnung. Das war eine großartige Diskussion. Ich habe das Gefühl, dass ich die Macht effektiver Kommunikation besser zu schätzen weiß. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass ich helfen konnte, einige Einblicke zu geben. Es ist eine so wichtige Fähigkeit und eine, die es wert ist, kontinuierlich weiterentwickelt zu werden. Stimme voll und ganz zu. In Ordnung. Zeit für mich, diese Kommunikationsprinzipien in die Praxis umzusetzen. Klingt gut, John. Ich wünsche Ihnen das Beste, um diese Fähigkeiten noch weiter zu verbessern. Danke, ich schätze den Rat sehr. In Ordnung, zurück dazu. Lektion 13. Die Entwicklung der Tennisausrüstung. Erinnern Sie sich an die Zeit, als alle weltbesten Spieler Kunstfaserschläger verwendeten? Das hat das Spiel wirklich verändert, nicht wahr? Oh, auf jeden Fall, es hat das Spiel verändert.
Der Übergang von traditionellen Holzschlägern zu diesen Hightech-Schlägern aus Kunststoff hatte enorme Auswirkungen. Absolut. Es schien die Kraft und Geschwindigkeit des Spiels wirklich zu verstärken, was für uns Amateurspieler nicht gerade hilfreich war. Kein Scherz. Es war schwer genug, mit den Profis Schritt zu halten, die den Ball blitzschnell zerschmettern. Haha, erzähl mir davon. Ich hatte das Gefühl, immer einen Schritt zurückzubleiben, egal wie sehr ich es versuchte. Das Gleiche hier. Es war, als hätten die Profis mit ihren Hochleistungsschlägern diesen unfairen Vorteil gehabt. Genau. Und als die Technologie mehr zum Mainstream wurde, wurde sie natürlich eher zu einer Erwartung als zu einem Luxus. Definitiv. Plötzlich haben die alten Holzschläger einfach nicht mehr gereicht, wenn man wettbewerbsfähig sein wollte. Vollkommen. Es zwang viele Gelegenheitsspieler, ihre Ausrüstung aufzurüsten, auch wenn es eine kleine Investition war. Ganz gewiss. Aber ich nehme an, es kam einfach mit der Entwicklung des Sports. Die Technologie musste das Spiel irgendwann prägen. Absolut. Und es ist nicht so, als hätten die Profis etwas Illegales oder gegen die Regeln benutzt. Es war nur die natürliche Entwicklung. Richtig, genau. Es stellte neue Herausforderungen dar, eröffnete aber auch neue Möglichkeiten in Bezug auf Fähigkeiten und Strategie. Definitiv. Ich meine, denk darüber nach, wie sehr sich das Spiel seit den Tagen des Holzschlägers verändert hat. Es ist Tag und Nacht. Vollständig. Die Power, der Spin und die Kontrolle, die Spieler mit modernen Schlägern erreichen können, sind einfach umwerfend. Zweifellos. Es hat Tennis zu einer so dynamischen, rasanten Sportart gemacht, die es zu sehen und zu spielen gilt. Definitiv. Die Weiterentwicklung der Ausrüstung hat die Athletik und die Showmanship des Spiels wirklich verbessert. Stimme voll und ganz zu. Es war wirklich faszinierend, die Entwicklung der Tennistechnologie im Laufe der Jahre mitzuerleben. Absolut. Es zeigt nur, wie selbst kleine Innovationen einen großen Einfluss auf eine Sportart haben können. Ganz gewiss. In Ordnung. Ich könnte den ganzen Tag über die Geschichte der Tennisausrüstung erzählen. Aber ich sollte wahrscheinlich zu meiner Trainingsroutine zurückkehren. Ja, gute Idee. Viel Spaß beim Tennistraining und lass mich wissen, ob du jemals zusammen auf die Tennisplätze gehen willst. Absolut, das wäre ein Knaller. In Ordnung, zurück dazu. Bis bald, Anna. Lektion 14. Planung eines Outdoor-Abenteuers. Toll, also wie viel kosten uns die Genehmigungen für diesen Campingausflug? Lassen Sie mich auf der Website des Parks nach den spezifischen Genehmigungsgebühren suchen. Ich möchte sicherstellen, dass wir das in unserem Budget berücksichtigen. Gute Entscheidung. Ich weiß, dass Genehmigungen sich wirklich summieren können, also müssen wir das richtig berücksichtigen. Absolut. Hier ist es. Es sieht so aus, als ob die Genehmigungsgebühr pro Person für das Wochenende $25 beträgt. Okay, nicht so schlecht. Und wie viele Leute haben wir vor, wieder in unserer Gruppe zu haben? Ich glaube, es sind nur wir 4, du, ich, Sarah und Michael. Ich hab's. Das wären dann insgesamt $100 für die Genehmigungen. Ja, das stimmt. Wir sollten sicherstellen,
dass dies bei den Gesamtreisekosten berücksichtigt wird. Ganz gewiss. Apropos Kosten, hattest du die Gelegenheit, dir Campingplätze und Ausrüstungsverleihe anzusehen? Ja, dazu habe ich einige Nachforschungen angestellt. Campingplätze im Park kosten etwa $50 pro Nacht. Okay, nicht schlecht. Und was ist mit der Ausrüstung? Müssen wir etwas mieten oder sind wir alle bereit? Nun, ich habe einen ordentlichen Rucksack und Schlafsack, aber wir müssten wahrscheinlich ein Zelt und einen Campingkocher mieten. Ah, gutes Argument. Ich glaube, ich habe ein altes Zelt für 2 Personen, das wir benutzen könnten, aber ein Campingkocher wäre klug. Das funktioniert. Okay, also Genehmigungen, Campingplätze und ein Verleih von Kochern. Wir fangen wirklich an, die ganze Reise auf die Reihe zu bekommen. Definitiv. Ich freue mich schon darauf, am Wochenende in die Natur zu gehen. Unser letztes Campingabenteuer ist zu lange her. Ich weiß, ich auch. Es wird so nett sein, für eine Weile den Stecker und die Verbindung zu trennen. Perfekter Zeitpunkt vor der geschäftigen Weihnachtszeit. Absolut. In Ordnung, mal sehen. Ich denke, das deckt die gesamte wichtige Logistik ab. Gibt es noch etwas, worüber wir nachdenken sollten? Mal sehen. Oh, wir sollten auf jeden Fall sicherstellen, dass wir jede Menge Snacks und Mahlzeiten einpacken, um uns mit Energie zu versorgen. Gute Entscheidung. Ich kann mich um diesen Teil kümmern. Vielleicht können wir eine Mischung aus vorgefertigtem und etwas einfachem Campkochen machen. Klingt perfekt. Okay, ich glaube, wir fangen hier wirklich an, alle wichtigen Details festzuhalten. Wunderbar. Das macht mich noch mehr fit für unseren kleinen Wochenendausflug. Ich auch, es wird so viel Spaß machen. In Ordnung, ich werde noch ein paar Dinge recherchieren, aber das ist ein guter Anfang. Hört sich gut an. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du bei der ganzen Planung die Führung übernommen hast, Anna. Natürlich mache ich das gerne. Teamwork lässt den Traum wahr werden, oder? Absolut. In Ordnung, ich lasse dich darauf zurückkommen. Ich fange an, meine Ausrüstung vorzubereiten. Lektion 15. Umgang mit Flugverspätungen. Hey Anna, ich habe gerade eine E-Mail erhalten, dass mein Flug um 2 Stunden Verspätung hat. Oh nein, was soll ich während der langen Wartezeit tun? Oh nein, es ist so schade, von der Flugverspätung zu hören. Aber keine Sorge, es gibt ein paar Dinge, die Sie tun können, um das Beste aus dieser zusätzlichen Zeit herauszuholen. Du hast recht, ich sollte mir davon nicht den Tag ruinieren lassen. Welche Vorschläge haben Sie, um sich die Zeit produktiv zu vertreiben? Nun, in erster Linie würde ich empfehlen, einen bequemen Platz am Flughafen zu finden, um das Camp aufzubauen. Vielleicht schnappen Sie sich einen bequemen Platz an einer Steckdose, damit Sie Ihre Geräte aufladen können. Gute Entscheidung. Ich muss sicherstellen, dass mein Telefon und mein Laptop voll aufgeladen sind. Und was dann? Nun, du könntest die zusätzliche Zeit nutzen, um etwas Arbeit zu erledigen, wenn du musst. Oder wenn Sie sich entspannen möchten, können Sie ein Buch lesen oder einen Podcast hören. Das sind beide großartige Ideen. Ich wollte etwas Lesen nachholen, also ist dies die perfekte Gelegenheit. Genau. Und wenn du mal eine Pause von der Bildschirmzeit brauchst, könntest du den Flughafen jederzeit ein bisschen erkunden. Schnappen Sie sich einen Snack, stöbern Sie in den Geschäften oder beobachten Sie Leute. Oh,
Der Plan gefällt mir. Ein kleines Flughafenabenteuer könnte helfen, die Zeit zu verkürzen. Und ich bin mir sicher, dass ich auch einen leckeren Happen zum Essen finden könnte. Definitiv. Achten Sie nur darauf, Ihr Abfluggate im Auge zu behalten, damit Sie keine Ankündigungen verpassen. Guter Punkt. Ich muss einige Alarme oder Erinnerungen auf meinem Handy einstellen. Ich will mich nicht zu sehr ablenken lassen und meinen Flug verpassen. Absolut. Und wenn Sie anfangen, sich richtig nervös zu fühlen, könnten Sie sogar eine Tageskarte für die Flughafenlounge in Betracht ziehen. Das ist eine interessante Idee. Eine kleine Oase voller Komfort und Annehmlichkeiten könnte genau das Richtige sein. Genau. Es könnte eine schöne Möglichkeit sein, sich während des langen Zwischenstopps zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ich mag den Klang davon. In Ordnung. Das hat mir einige großartige Ideen gegeben, um während der Verzögerung produktiv und gesund zu bleiben. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich einige hilfreiche Vorschläge machen konnte. Versuche einfach positiv zu bleiben und das Beste aus der zusätzlichen Zeit zu machen. Werde ich machen. Vielen Dank für den Rat. Mir geht es jetzt viel besser wegen dieses unerwarteten Fluges. Natürlich helfe ich gerne weiter. Ich wünsche Ihnen von nun an das reibungsloseste Reiseerlebnis. Ich weiß es zu schätzen, Anna. In Ordnung. Zeit für mich, diese Taktiken zur Überwindung von Verzögerungen in die Tat umzusetzen. Hört sich gut an. Genieß den Rest deines Tages. Sicheres Reisen. Ich werde es tun. Chatte bald mit dir. Lektion 16. Mühelos am Flughafen navigieren. Hey Anna, ich bin etwas gestresst, weil ich während meines Zwischenstopps auf diesem riesigen Flughafen navigieren muss. Haben Sie Tipps, die mir helfen, mich mühelos fortzubewegen? Mach dir keine Sorgen, John. Flughäfen können überwältigend sein, aber es gibt viele Ressourcen, die Ihnen helfen, sich zurechtzufinden. Scheuen Sie sich in erster Linie nicht, nach dem Weg zu fragen. Guter Punkt. Normalerweise halte ich nicht an und bitte um Hilfe, aber auf einem Flughafen ist das wahrscheinlich der beste Weg, um dorthin zu gelangen, wo ich hin muss. Absolut. Die Informationsschalter in den Terminals gibt es nicht ohne Grund, das Personal kann wertvolle Tipps geben. Das stimmt, die sollte ich ausnutzen. Und ich schätze, die Flughafenpläne und die Beschilderung sind auch ziemlich umfassend. Definitiv. Die meisten großen Flughäfen verfügen über hervorragende Wegeleitsysteme mit klaren Schildern, die sie zu den Gates, der Gepäckausgabe, den Restaurants und viele mehr führen. Okay, das ist wirklich gut zu wissen. Ich werde auf jeden Fall nach den Richtungsschildern Ausschau halten, wenn ich herumlaufe. Und vergessen Sie nicht, dass Sie die Website oder App des Flughafens jederzeit auf Ihrem Handy aufrufen können. Sie haben normalerweise interaktive Karten und Echtzeit-Updates. Ah ja, das ist eine tolle Idee. Ich werde sicherstellen, dass ich die App vor meinem Flug herunterlade, damit ich sie während meines Zwischenstopps griffbereit habe. Genau. Die Technologie kann heutzutage bei der Navigation auf unbekannten Flughäfen sehr hilfreich sein. Vergessen Sie nur nicht, Ihr Abfluggate im Auge zu behalten. Gute Entscheidung. Ich werde einige Erinnerungen auf meinem Handy einrichten, damit ich nicht den Überblick über die Zeit verliere und meinen nächsten Flug verpasse. Kluger Schachzug. Und wenn Sie sich umdrehen oder sich nicht sicher sind, wohin Sie gehen sollen, fragen Sie einfach eines der Flughafenmitarbeiter. Sie sind da, um zu helfen. Du hast recht, du musst dich nicht scheuen. Lieber schlucke ich meinen Stolz herunter, als mich im Terminal zu verirren.